Hallo zusammen! Wie ihr seht, beschäftigen wir uns heute mit selbstgestalteten Fotobüchern. Hier seht ihr 23 Fotobücher, selbst von mir gestaltet und in diversen Druckereien gedruckt. Dazu kommen noch ungefähr knappe 40 Fotobücher, die ich für Verwandte und Bekannte und Freunde gestaltet habe. So ein Fotobuch ist immer eine feine Sache. Zum Beispiel bei Hochzeiten, Geburten oder runden Geburtstagen habe ich mich angeboten, so ein Fotobuch zu schenken. Von dem Gedanken waren alle erstmal begeistert. Ich brauchte mir keine Gedanken, um ein Geschenk zu machen, habe dann im Nachhinein dieses Fotobuch geschenkt. Wer denkt in 20, 30 Jahren noch an den Gutschein, den man geschenkt hat, oder an die Bettwäsche oder an sonst irgendein Geschenk? Keiner denkt da mehr dran oder die wenigsten. Aber mit so einem selbstgestalteten Fotobuch hat man immer gute Karten. Nach vielen Jahren in den Erinnerungen zu blättern, das macht immer wieder Spaß. So, und jetzt mal zu den Argumenten, dass ich diese Bücher überhaupt besitze, wie ich dazu gekommen bin. Angefangen hat alles 2005 mit der Digitalisierung der Bilder. Damals gab es noch nicht viele Fotolabore. Also nahm ich auch das, was alle nahmen: Cewe Color. Es war der Anfang. Ich habe vergessen, den Rücken zu beschriften. Ich habe innen keine Rahmen, keine Schatten. Auch die Schriften gefallen mir heute nicht mehr. Also wie gesagt, es war der Anfang. Aber es machte mir viel Spaß. Und ich machte das zweite und auch das dritte. Und das war dann mein viertes Fotobuch von Cewe. Und dann haben sie mich gebeten, dass sie mir die Rechte abkaufen können über die Bilder. Denn sie wollten das Fotobuch, wie es hier steht, für Präsentationen im Geschäft sowie im Internet als Musterbuch zeigen. Das hat mich schon ein bisschen stolz gemacht. Ich finde auch, das Großformat macht sich immer sehr gut. Weil mir das so viel Spaß gemacht hat, ich hatte auch inzwischen schon viele Bücher für Verwandte, Bekannte gemacht, wurde mir das dann alles, meine Ansprüche stiegen. Ganz einfach. Mir war die Software nicht ausreichend genug. Mir war diese Bindung, weil man hier in der Mitte immer diesen Falz hat, und das hat mir gar nicht gefallen. Und auch die Seiten bei Cewe Color sind sehr dünn und flatterig, überhaupt nicht stabil, und das hatte mir auch nicht gefallen. Ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann hier. Dann hat mich gestört bei Cewe dieser Strichcode hier hinten drauf, dass der so groß dargestellt wird, was man nicht beeinflussen kann. Und auch auf der Innenseite nochmal müssen sie sich immer wieder darstellen, dass sie das größte Fotolabor sind, und das hat mich gestört. Und was ausschlaggebend war, ich hatte mit einem Fotograf gesprochen und der hat mir ein Fotolabor empfohlen, was er selbst nutzt und auch einige seiner Kollegen. Und da habe ich mir gedacht, wenn das Fotografen nutzen, dieses Fotolabor, und dieses so loben, da muss ja was dran sein. Dann habe ich mich gekümmert. Ich habe reingeschaut ins Internet und habe diese Software runtergeladen. Und zwar heißt die Firma Saal Digital. Und ich war zufrieden und bin heute noch zufrieden. Und ich werde auch bei denen bleiben. Da passt irgendwie alles. Aber kurz nochmal auf das Fotobuch zurückzukommen. Das ist ein Fotobuch, was mich ganz stolz macht. Da habe ich ein ganzes Jahr dran gearbeitet und habe mal meine ganze Familiengeschichte dargestellt. Ich habe sehr viel recherchiert. Familienalbum, das sind 172 Jahre und 7 Generationen Familiengeschichte. Und das Buch, das wird mich auch mal überleben. Und wie gesagt, das war dann mein letztes Buch von Cewe Color.
Ja, dann bin ich zu Saal Digital. In diesen beiden Büchern stecken 10 alte Fotoalben und unzählige Schachteln, Kartons etc. mit alten Fotos. Ich habe alle Fotos eingescannt und nochmal dementsprechend auch bearbeiten müssen und digitalisiert. Und aus diesen 10 Fotoalben habe ich diese 2 Bücher gemacht. Ich habe mir nämlich überlegt, wenn ich mal nicht mehr da bin, die ganzen alten Fotobücher fliegen in die Mülltonne. Wen interessiert das noch? Teilweise waren keine Namen dran gestanden an den Bildern, keine Daten dran gestanden und überhaupt keine Hinweise zu den einzelnen Bildern. Und das interessiert dann niemand mehr, wenn sie nicht wissen, wer es ist. Das bin übrigens ich, die Kleine, mit meiner Mutter. Dann sind nochmal die Ahnen drin. Das habe ich ja auch schon in diesem Familienalbum drin, aber hier noch mal kurz angerissen. Hier habe ich natürlich auch die Seiten von meinem Mann mit dabei. Und nochmal hier zur Bindung von Saal Digital. Das ist ein Buch mit glatten Seiten. In der Mitte ist es ganz eben und man kann auch in der Mitte mal ein Bild einfügen. Wo haben wir es jetzt mal ganz deutlich? Hier kann man mal ein Bild einfügen und über beide Seiten legen. Und trotzdem hat man das Bild ganz. Also es ist bloß so ein kleiner Knick drin, aber das stört eigentlich nicht. Er darf nur nicht durch die Gesichter gehen. Darauf muss man schon achten. Als letztens mein Schwager bei mir war, zeigte ich ihm das Buch oder die 2 Bücher von den 10 alten Fotobüchern. Er war so begeistert, dass er mich fragte, machst du das für mich auch? Ich konnte ihm den Wunsch nicht abschlagen und habe es gemacht. Da kam eine riesengroße Kiste an, auch mit 10 oder 12 Fotoalben. Ich glaube, ich habe ein Vierteljahr gebraucht, um die alle einzuscannen und wieder zusammenzustellen zu einem dicken Buch. Und als mein Mann das anschaute, sagte er, Mensch, das sind ja auch meine Erinnerungen. Es ist ja sein Bruder. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache dir auch noch eins. Und dann habe ich auch für meinen Mann noch so ein Buch gemacht. Ich hatte ja die ganzen Bilder dann schon digitalisiert. Das war ja dann nicht mehr ganz so aufwendig. Und er hat dann auch sein Buch bekommen. Erinnerungen. Von 1885 bis 1981. Im Gegensatz zu CW Color, das große Herstellerlogo, bei Saal Digital ist es so klein, kaum sehbar. Und auf der letzten Seite, ganz unten rechts, auch nochmal. Und das ist alles, was an Herstellerlogos hier dabei ist. Und gegen einen Aufpreis von 5 € kann man es ganz weglassen. Ja, und wenn wir schon ein gemeinsames Berufsleben hatten, warum sollte man die ganze gemeinsame Zeit im Beruf, die Erlebnisse und Veränderungen nicht auch gleich in einem Buch für die Ewigkeit festhalten? Von 1969 bis 2015. Das ist von der Lehre bis zur Rente. Und hier zeige ich euch mal ein paar Designbeispiele aus einem meiner Jahresbücher.
Hier zum Beispiel habe ich sehr viel mit Masken gearbeitet. Hier an diesem Übergang sieht man auch genau, das ist der Einsatz von einer Maske. Auch hier an dieser Seite sieht man, solche Ergebnisse erzielt man nur mit Masken. Aber das ist bei dieser Software von Saal Digital alles kein Problem. Auch die Hintergrundbilder über eine ganze Seite gezogen wirken schon erstmal fantastisch auf den Betrachter. Und durch die Leaflet-Bindung, dass die Seiten glatt aufliegen und keinen Falz in der Mitte haben, wird das alles noch viel wertiger. Und hier noch einige Beispiele von meinem Computer, von der Arbeitsoberfläche der Software von Saal Digital. Gesichter und Daten habe ich wegen dem Datenschutz verpixelt. Und ich mache es jetzt so, ich habe ja alles nachgearbeitet, die ganzen Bücher, alten Bücher jetzt verarbeitet in den neuen. Und ab dato habe ich das dann so gemacht, dass ich alle 2 Jahre ein Fotobuch gestalte. Hier drin stecken 2 Jahre, zum Beispiel 2019, 2020, das ist jetzt das Neueste. Hinten kann man das auch schön gestalten. Hier nochmal einige Designbeispiele. Hier stecken 3 Reisen nach Amerika drin. Es ging los mit Kalifornien und der Osten von Amerika. Auch ein kurzer Trip nach Kanada zu den Niagarafällen. Bei Elvis haben wir auch mal vorbeigeschaut. Und dann noch Südamerika, Venezuela. Ich möchte euch aber nicht mit meinen Bildern langweilen. Die sind für mich persönlich und für meine Familie am interessantesten. Aber ich möchte euch noch etwas von Saal Digital erzählen. Er hat eine selbsterklärende Software. Ganz einfach zu bedienen und sehr, sehr schön. Eine Farbechtheitsgarantie von 75 Jahren geben die. Also diese Bücher überleben mich. Und was ich ganz toll finde bei Saal Digital, habe ich auch noch nie von einem anderen Fotolabor gehört. Vom Hochladen der Bilder, also des Buches, bis zur Lieferung vergehen 2 Werktage. Wie kann man so schnell ein Fotobuch herstellen, ist mir immer ein Rätsel. Es gibt 8 Buchformate. Da habe ich jetzt auch, also meistens, die Jahresbücher mache ich meistens in diesem Format. Sind auch am schönsten, auch Hochzeiten und Geburten. Geburtstage mache ich gerne mal in diesem Format. Das ist jetzt mein eigenes. Insgesamt gibt es 8 Buchformate. Man kann bestellen von 26 Seiten bis 160 Seiten. Die sind aber frei verfügbar. Und die ganz dicken Bücher, das sind dann schon mal 160 Seiten. Ich glaube, das ist 160 Seiten gewesen. Das Cover gibt es auch in unzähligen Variationen, von Leinen über Leder, Holz, Kork bis hin zu diesem bedruckten in matt oder auch in glänzend. Mit so einem gepolsterten Cover. Man kann es mitbestellen, kostet auch 5 €. Aber ich finde es schön, die Polsterung. Es macht was her. Der Druck selbst geschieht auf Fotopapier. Da wird meiner Meinung nach das beste Druckergebnis erreicht. Es gibt auch noch Geschenkboxen, wer es braucht. Ich habe es noch nie bestellt. Die Firma Saal Digital entwickelt auch Bilder. Man kann Geschenke bestellen, man kann Poster bestellen. Also die ganze Bandbreite, wie sie auch bei anderen Fotolaboren zu bestellen ist. Das Fotolabor Saal Digital ist sehr zu empfehlen. In Software, in Qualität der Bücher selbst. Alles schön fest und liegt gut in der Hand. Die Seiten sind schön dick.
Mit den Seiten verglichen von damals, von CW Color, sind die Seiten von Saal Digital mindestens doppelt stärker, wenn nicht sogar noch mehr. Aber korrekterweise muss ich sagen, das Buch ist schon 11 Jahre alt und da tut sich viel in einem Fotolabor. Ich bestelle es immer in matt, dass man auch mal mit den Fingern draufgreifen kann und nicht gleich so Abdrücke hat überall. Ist auch von den Farben her beeindruckend, wie die Farben rüberkommen. Der Support ist gut, man kann immer telefonisch jemanden erreichen. Und eins wollte ich euch noch zeigen. Moment. Das war ein Auftragsbuch. Und als ich es bekam, oh graus, hier fehlte ein Bild. Was ich aber in meiner Bearbeitung drin hatte. Also war das beim Druck geschehen. Habe ich angerufen, habe das dargestellt. Dann haben sie mir gesagt, ich sollte einen Screenshot machen von meiner Bearbeitungsoberfläche, vom Bildschirm und ein Foto von dem Buch, dass eben halt dieses Bild fehlt. Das habe ich alles gemacht und wenige Tage bekam ich eine E-Mail mit einem Gutschein über nochmal ein Buch zum Drucken. Dann habe ich das nochmal hochgeladen und die haben mir das nach 2 Werktagen wieder zukommen lassen und das Bild war dann drin. Und das Buch, das durfte ich behalten. Das haben sie nicht wieder eingefordert und dann habe ich es gleich für mich behalten, weil das so schön war. Das ist ein Buch von Bugatti. Wie gesagt, das war eine Auftragsarbeit für einen Bekannten. Ich wollte euch mit diesem Film 2 Dinge vermitteln. Erstens, das Fotolabor Saal Digital kann ich mit gutem Gewissen empfehlen. Und zweitens wollte ich an den ganzen Beispielen darstellen, dass man außer Jahresbüchern und Urlaubsbüchern mit gedruckten, selbstgestalteten Fotobüchern noch viel mehr machen kann. Nämlich die Ahnen nicht vergessen lassen oder mal das Berufsleben in Bildern und Jahreszahlen festhalten. Oder alte, zerrissene und verblichene Fotoalben zu neuem Leben erwecken. Oder mal ein Erinnerungsbuch an einen lieben verstorbenen Menschen erstellen. Oder auch mal sein Hobby von vielen Jahren sichtbar machen. Und es gibt bestimmt noch viel, viel mehr. Denn wir müssen festhalten, was sonst verloren wäre. Ja, und in diesem Sinne möchte ich jetzt Schluss machen. Wenn ihr irgendwelche Fragen haben solltet, könnt ihr es ja in den Kommentaren schreiben. Und tschüss!